Moin Moin, hier ist Dennis von Easy Feedback. Hallo und willkommen zu meinem nächsten Insight für euch. Wann ist der beste Zeitpunkt nach einem Event oder einem Seminar Feedback einzuholen? Ich habe schon mit einigen Kunden darüber philosophiert und diskutiert, denn jede Situation ist ein bisschen unterschiedlich. Grundsätzlich haben sie aber alle irgendwo eine Gemeinsamkeit. Das heißt, ein Event oder ein Seminar hat einen konfigurierten Anfang, einen definierten Anfang und auch ein definiertes Ende. Das heißt, über diese Zeiträume kann man sehr klar definieren, wann es am besten ist, ein Feedback einzuholen dafür, beziehungsweise das Seminarfeedback. Es gibt grundsätzlich immer zwei Möglichkeiten. Oftmals wird die erste Variante genommen, das heißt, ich sende im Anschluss an das Seminar oder an das Event eine E-Mail-Einladung raus und bitte den Teilnehmer um Feedback, um seine Eindrücke, um seine Zufriedenheit, um mich halt daran zu messen und auch zu verbessern. Das birgt aber das Risiko, dass wenn ich Teilnehmer erst zu einem späteren Zeitpunkt einlade, 2, 3 oder Tage oder eine Woche später, dass halt die Eindrücke, die persönlichen Emotionen schon in Vergessenheit geraten sind. Auch wenn ich 1 oder 2 Tage später bin, kann es auch durchaus schon sein, dass auch dann schon vieles in Vergessenheit geraten ist oder aber auch einfach die Teilnahmebereitschaft nicht mehr vorhanden ist, weil ich bin fertig mit dem Seminar, ich habe es abgeschlossen, vielen Dank. Man fährt nach Hause, man fährt wieder in seinen Job zurück oder heute fahren wir ja nicht mehr wegen Covid-19, aber wir werden abgelenkt, sind thematisch komplett mit dem Kopf nicht mehr da. Und dann ist es natürlich auch immer schwierig, dann noch Feedback einzuholen und sehr wahrscheinlich wird auf die Art und Weise die Teilnahmequote nicht die beste sein, vermute ich jetzt mal. Wir bieten kein Seminar an, deswegen kann ich es nicht direkt vergleichen, aber so habe ich das aus den Gesprächen rausgehört. Die zweite Variante, die wir oft besprochen haben und auch diskutiert haben, finde ich eine wesentlich charmantere Variante. Und zwar ist es da so, dass während des Seminars und Events oder Seminars halt das Feedback eingeholt wird. Und zwar nicht am Anfang, da macht es nicht so viel Sinn. Also ich muss das Event-Seminar ja erstmal durchführen oder abhalten, damit ich mir die Eindrücke von meinen Teilnehmern holen kann. Aber wenn das Ganze als vorletzter Programmpunkt, also vor dem Schlusswort, vor dem Gehen platziert wird als Programmpunkt, dann erreiche ich wirklich alle. Weil in der Regel sind dann alle noch da, ab und zu muss mal jemand früher das Seminar verlassen, aber das ist eher selten. Somit habe ich eigentlich fast 100% an Teilnahmequote und dadurch, dass es fest in meinem Programmpunkt eingebaut ist, erreiche ich natürlich auch alle sofort und alle haben irgendwie so einen kleinen freiwilligen Zwang, da mitzumachen. Es gibt jetzt ist ein bisschen unterschiedlich, sage ich jetzt mal, wenn ich ein klassisches Seminar anbiete, wo sich die Seminarteilnehmer für einschreiben, anmelden und dann auch dabei sind, so wie wir das von früher kennen. Man trifft sich in einem Raum, denn es ist natürlich sehr ideal, weil ich dann alle auf 100% habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein großes Event stattfindet, das wie eine Messe oder ähnliches, dann bin ich natürlich ein bisschen unpersönlicher an der Stelle und habe dann auch nicht so den direkten Kontakt, aber auch da lohnt es sich, das Ganze wirklich noch in der Veranstaltung, zum Ende der Veranstaltung zu platzieren und dann halt auch wirklich die Eindrücke zu bekommen. Das Ganze ist auch relativ einfach mit Easy Feedback. Also wie man hier sieht, man muss einfach nur bei Teilnehmer einladen, auf den Bereich unter dem Link klicken. Dort haben wir das kleine QR-Code-Icon. Wenn man da draufklickt, kann man das auch nochmal vergrößern, sodass es in einer großen Preview stattfindet. Und das, wenn ich jetzt auf dem Bildschirm oder auf einem Beamer präsentiere, ist das super einfach für den Teilnehmer, mit dem Smartphone diesen QR-Code einzuscannen und direkt an der Befragung teilzunehmen. Noch 1, 2 Worte vielleicht zur Personalisierung. Die Frage ist natürlich auch, oder stellt sich die nächste Frage, wenn ich sage, okay, ich habe ein kleines Seminar, ich habe vielleicht nur 10 Teilnehmer, man kennt sich irgendwie ja schon ein bisschen, vielleicht hat das Ganze auch ein paar Tage stattgefunden, hat irgendwo eine Bindung aufgebaut oder kennt so den einen oder anderen aus seinen persönlichen Gesten oder seinem Sprachgebrauch heraus, ist halt die Frage, inwieweit eine Personalisierung denn stattfinden sollte oder muss. Wenn keine Personalisierung stattfinden muss, würde ich an der Stelle auch darauf verzichten, wenn es wirklich nur darum geht, dass wir uns die KPIs holen in Bezug auf die NPS, Zufriedenheit, allgemeine Punkte zum Trainer, zum Coach etc. Das kann man ja wunderbar machen. Aber die Personalisierung dann vielleicht rausnehmen, wenn ich sie nicht brauche, weil gerade wenn ich in so einem kleinen Kreis bin und wir uns alle kennen, dann wollen wir natürlich auch ehrliches Feedback zurückbekommen und wir wollen kein geschöntes Feedback haben, nur weil diejenigen sagen, okay, das ist vielleicht doch personalisiert, das gebe ich denn hier nicht ab, weil eventuell stehen unsere Firmen noch in Kontakt oder ähnliches.
Da wäre einfach denn die Empfehlung von meiner Seite, wenn es nicht notwendig ist, Personalisierung raus, Anonymität rein, so dass wir da auch wirklich konstruktives Feedback halten können. Das wäre jetzt mein nächster Insight für euch gewesen. Das heißt, wann kann ich Feedback bei einem Seminar-Event einholen? Meine Empfehlung wäre dort als letzten Programmpunkt oder noch auf dem Event das Ganze. Hier vielleicht noch als kleiner Zusatztipp, Incentives helfen. Das heißt, ich habe jetzt nicht bei einem kleinen persönlichen Seminar, wo ich so mit 10, 15, 20 Personen arbeite, aber zum Beispiel, wenn ich eine größere Online-Veranstaltung habe, wo sich die Personen online einwählen oder halt, wenn wir ja auch mal wieder auf eine Messe gehen können, auf einer Messe stattfinden, dass man da vielleicht mit einem kleinen Incentive arbeitet, ob es ein Gutscheincode ist oder vielleicht ein PDF-Download von einem Bericht oder ähnliches, was man zusammengestellt hat. Das hilft denn da auch nochmal die Teilnehmerquote zu erhöhen. Bei der kleinen Variante, wenn wir mit unseren 10, 15 Personen arbeiten, werden wir sehr wahrscheinlich die 100% knapp erreichen. Bei dem großen Event halt noch mit dem Incentive. Das war's auch schon. Das war mein nächster Insight für euch. Bis zum nächsten Mal.